Chinas Langer Marsch 7A ist explodiert. Wackelt damit jetzt auch Chinas Mondmission? Was hat es mit Rocket Labs neuer deutscher Tochterfirma auf sich? Und verliert SpaceX im Indischen Ozean vielleicht den Kampf um sein gewassertes Starship? Bereit zu staunen? Ich bin Mo, das ist Senkrechtstarter. Letzte Woche stand dieser Start bei uns noch als unscheinbare Zeile im Kalender. Eine Langer Marsch 7A aus Wencheng, Nutzlast unbekannt. Jetzt ist genau dieser Flug die Geschichte der Woche. Am Montag um 14:02 Uhr nach unserer Sommerzeit hob vom Startkomplex 201 der Küstenstartanlage Wencheng diese Rakete ab, Kurs Ost Richtung geostationäre Transferbahn. Die Ellipse, auf der Satelliten Anlauf nehmen, um am Ende in 36.000 Kilometern Höhe fest über einem Punkt der Erde zu stehen. Rund 85 Sekunden später zerriss es die Rakete. Amateuraufnahmen, die zeigen eine Explosion und eine Trümmerwolke am Himmel über der Insel Hainan. Rakete und Nutzlast sind verloren. Die Fracht war laut chinesischer Staatsmedien ChinaSat 4B ein geostationärer Kommunikationssatellit. Westliche Berichte, die vermuten dahinter einen Militärkommunikationssatelliten. Ja, der Zeitpunkt des Versagens grenzt das Problem ein. Die Rakete, die zerbrach in der Phase, in der Geschwindigkeit und Luftwiderstand zusammen am stärksten an der Struktur zerren, dem sogenannten Max-Q. Wer diese Phase übersteht, der hat den strukturell härtesten Belastungstest des Aufstiegs eigentlich hinter sich. Ja, die geplante Abtrennung der 4 Booster wäre erst knapp 3 Minuten nach dem Start gekommen. Doch soweit kam die Rakete nicht. Wir wissen das dank Amateurvideos von Beobachtern von vor Ort. Das ist einer dieser Momente, die zeigen, warum wir diese Szene so lieben. 90 Sekunden Amateurmaterial, die erzählen uns manchmal mehr als jede offizielle Verlautbarung. Zur Maschine dieses Starts, die Langer Marsch 7A, die ist Chinas Arbeitspferd für schwere Fracht Richtung geostationäre Bahn. Rund 58 Meter hoch, 4 Booster, 2 Stufen mit Kerosin und Flüssigsauerstoff, darüber eine mit flüssigem Wasserstoff betankte Oberstufe. Bis zu 7 Tonnen Transferbahn-Nutzlast. Es war der 18. Einsatzflug dieses Raketentyps, der 4. in diesem Jahr und der 2. Fehlschlag nach dem missglückten Debüt 2020. Für Chinas Raumfahrt insgesamt ist es bereits der 4. verlorene Start in diesem Jahr. Was genau versagt hat, das wissen wir aktuell noch nicht. Der Staatskonzern CASC, der hat sich zur Technik bislang nicht geäußert. Eine Untersuchungskommission, die wird jetzt Telemetrie, Druckdaten der Triebwerke und die optischen Aufnahmen auswerten, bevor dann die übrigen Raketen dieses Typs wieder fliegen dürfen. Die eigentliche Tragweite steckt aber im Antrieb. In der Kernstufe und den Boostern, da arbeiten YF-100 Triebwerke und dieselben Triebwerke oder die Triebwerksfamilie, die steckt auch in den Boostern der schweren Langer Marsch 5. Genau die soll in wenigen Wochen die Mondmission Chang'e 7 auf den Weg zum Mond-Südpol bringen. Ein Fehlschlag ist deshalb nie nur eine verlorene Nutzlast. Solange die Ursache nicht eingegrenzt ist, steht ein Fragezeichen hinter jedem Träger mit diesem Triebwerk. Quer durch Chinas Staatsprogramm. Was das konkret für den Zeitplan der Mondmission bedeutet, dazu später mehr in den Nebennews. Meine Einordnung: 2 Fehlschläge in 18 Flügen wären für sich genommen die Bilanz eines jungen Trägers in der Reifephase. Zum Vergleich die Ariane 5, auch wenn offiziell immer von einem verlässlichen Träger gesprochen wird, hatte auf den ersten 14 Flügen 2 explosive Fehlschläge und 2 falsche Orbits wegen Triebwerksminderleistung. Was mich mehr beschäftigt, ist das Muster darüber. 4 verlorene Starts in einem Jahr in einem Programm, das gleichzeitig eine Raumstation versorgt, den Mond anfliegt und Militärkonstellationen aufbauen will. Die Explosion jetzt, die fand vor aller Augen statt, die Aufarbeitung wohl eher nicht. Beides zusammen macht es uns schwer, den tatsächlichen Zustand des Programms zu bewerten. Damit zu euch: offene Fehlerkultur, wie wir sie zuletzt bei Blue Origins, Ventilanalyse gesehen haben, oder Chinas Weg der schnellen Entwicklung. Was bringt ein Raumfahrtprogramm am Ende schneller voran? Transparenz oder Geschwindigkeit? Oder geht vielleicht sogar beides? Schreibt's in die Kommentare. So eine explodierende Rakete, die ist vom Bildschirm aus natürlich spektakulär. Für die Ingenieure, die da jahrelang dran gearbeitet haben, ist derselbe Moment natürlich eine Katastrophe. Und für die persönliche Variante davon, da muss man keine Raketen zusammenbauen. Wenn Krankheit oder Unfall den Job beenden, dann fällt das eigene Einkommen genauso abrupt aus. Genau dafür gibt's Berufsunfähigkeitsversicherung. Und die schiebt man gerne auf. Nur es warten hier richtig teuer. Der Beitrag, der hängt ja an Alter und Gesundheit. Und jede neue Vorerkrankung, die macht den Abschluss teurer oder irgendwann unmöglich. Ob es meiner Familie gut geht, das darf nicht allein davon abhängen, ob ich noch arbeiten kann. Also regle ich das, solange nichts ist. Den passenden Vertrag, den findet ihr mit Clark, dem Sponsor des heutigen Videos. Die kostenlose App, die vergleicht unabhängig Tarife von über 180 Anbietern und ausgebildete Versicherungsexperten beraten euch kostenlos per Telefon oder im Chat der App. Erhältlich ist die App in Deutschland. Transparenz an der Stelle: ladet ihr eure Versicherung hoch, dann wird Clark euer Versicherungsmakler. Das könnt ihr jederzeit kostenfrei widerrufen. Aber wer schon einen Makler hat, ja, der sollte kurz vorher mit dem sprechen. Als Neukunde bekommt ihr obendrauf einen Best-Choice-Gutschein von bis zu 45 €, einlösbar bei vielen bekannten Online-Shops. Registriert ihr euch über den Link in der Videobeschreibung oder scannt den QR-Code. Gebt meinen Code APOLLO-MOMENT an und ladet 3 bestehende Versicherungen hoch. Pro Versicherung gibt's dann 15 €. Absichern, bevor man es wirklich braucht. Nach genau diesem Prinzip baut auch die nächste Firma gerade ihr Geschäft aus. Vor 2 Wochen, da haben wir berichtet, dass Rocket Lab in Alaska eine neue Startanlage aufbaut.
Diese Woche zeigt die Firma, wie sie dort starten will. Der Startplatz kommt im Schiffscontainer. Das System heißt GHOST, kurz für Global Hypersonic and Orbital Spaceport Technology, also verlegbare Startplätze für Orbital- und Hyperschallmissionen. Komplette Raketen, Startinfrastruktur, Bodenversorgung samt Sicherheits- und Überwachungstechnik stecken in Standardschiffscontainern, verschickbar an jeden geeigneten Punkt der Welt. Lasst euch das kurz auf der Zunge zergehen. Ein Startplatz, der verschickt wird wegen ein Stück gut im Prinzip. Aufgestellt wird zuerst auf Kodiak Island in Alaska. 2 Rampen bilden dort den neuen Startkomplex 4, ausgelegt für die Electron und ihre Schwester HASTE, die keine Umlaufbahn erreicht, sondern Testkörper auf Hyperschall beschleunigt und dann zurückfallen lässt. Den Einstand, der soll 2027 eine suborbitale Mission werden. Entstanden ist GHOST auf konkrete Kundenanfrage. Ein HASTE-Kunde wünschte sich Rocket Lab schlicht mobiler. Firmenchef Peter Beck sagt dazu, man habe die Kunst gemeistert, Startplätze zu bauen, jetzt mache man sie weltweit verlegbar. Beim großen Rocket Lab Gegenstück klang die Woche nüchterner. Rocket Lab räumt ein, dass sich das Fenster für einen Erstflug der neuen Mittelklasse-Rakete Neutron noch in diesem Jahr verengt. Ziel bleibt, das Fahrzeug im 4. Quartal an die Rampe in Virginia zu liefern. Danach da stehen aber erst Tests an, inklusive Static Fire der ersten Stufe, also dem Zünden der Triebwerke bei fest verankerter Rakete. Beck nennt Stufentest der Moment, in dem dann das Adrenalin steigt, vollgetankte Rakete, erste Zündung der Triebwerke. Ja, dann die Meldung, die uns besonders elektrisiert. Am Montag, 10.8., da hat Rocket Lab offiziell die Rocket Lab Germany GmbH vorgestellt, mit Sitz in München. Im Rücken ein Rekordquartal, $234 Millionen Umsatz, ein Plus von 62%. Die Vorgeschichte, die ist mindestens so interessant wie die Ankündigung. Deutsche Registerdaten, die zeigen, die Tochter existiert bereits seit Monaten. Sie entstand im Frühjahr aus einer Vorratsgesellschaft namens Mondstein 694, umbenannt kurz bevor Rocket Lab die Übernahme der Münchner Firma Mynaric abschloss, einem Hersteller für Laserkommunikationsterminals für Satelliten. Deutsche Schlüsseltechnik ist also längst im Haus. Die neue Tochter, die macht daraus eine Basis. Ehrlicherweise gehört dazu, die Münchner Registeradresse, die ist bislang ein Büroservice, keine Fabrik. Die Pläne dahinter, die sind größer. 3 Säulen nennt die Firma: Satellitenfertigung, gesicherter Zugang zum All und strategische Souveränität. Beck sagt, was er vorhat: ganze Satellitenflotten in Serie bauen in Europa, von Einzelteilen bis zur fertiggestellten Raumfahrzeugen, als heimischer europäischer Anbieter. Ja, und er benennt offen, warum gerade Deutschland. Europa sucht ja nach Souveränität und Deutschland steckt bis 2030 rund 35 Milliarden Euro in Weltraumsicherheit, von Aufklärung über Kommunikation bis zur Raketenfrühwarnung. Aufklärung, die früher fast automatisch ins Ausland gegangen wäre. Warum Europa eigene Systeme gerade so ernst nimmt, das zeigt später auch eine Kurznews zur EO-Konstellation IRIS². Meine Einordnung für euch, dass sich eine Firma mit inzwischen 83 erfolgreichen Elektronflügen Deutschland als Standort aussucht, das ist ein Kompliment an die hiesige Raumfahrtlandschaft und ein Weckruf zugleich. Denn Beck sagt auch, wo er die Lücke sieht. Europa hat nur wenige Träger und die fliegen selten. Kommt Rocket Lab mit Fertigung und eigenem Startangebot, ja, da wird der Wettbewerb für ESA Aerospace und die Rocket Factory Augsburg härter, noch bevor deren Raketen den Orbit erreicht haben. Zur RFA gleich mehr. Unterm Strich heißt das für den Standort aber mehr Kompetenz, mehr Arbeitsplätze, mehr Wettbewerb. Genau davon lebt ja eine Raumfahrtnation. Von München in den Indischen Ozean und zur Bergung von Ship 40. Die sieht aktuell laut Elon Musk nicht so gut aus. Raue See bremst das Schleppen in den Hafen. Die Starship-Oberstufe, die geht voraussichtlich verloren. Immerhin Nahaufnahmen von Hitzeschild und Triebwerken sind im Kasten. Ja, und Flug 14? Im Startkalender der kommenden Woche fehlt er noch. Ebenso eine Freigabe der US-Flugaufsicht. Meine Einschätzung, allerletzte Augusttage oder Anfang September wird's wohl werden. In der Starbase, da verlässt bereits Ship 42 für Flug 15 nach dem Stapeln jetzt aller Tanksegmente die Fertigung und wird auf die Cryotests vorbereitet. Also das Befüllen mit eiskalten Flüssigkeiten, das dann zeigt, ob die Tanks Kälte und Druck aushalten. Booster 22 ist mit dem letzten Tanksegment strukturell komplett. Der stille Fortschritt ist, dass Block 3 Schiffe die Fabrik anders als ihre Vorgänger weitgehend fertig gekachelt verlassen. Ja, und wofür der Takt gedacht ist, das steht im Börsenprospekt. SpaceX gliedert sich künftig in die Sparten Connectivity, Space und AI Compute. Und unter dem Namen Starmind, da will der Konzern bis zu 1 Million KI-Satelliten in den Orbit bringen. Rechenzentren als Schwarm um die Erde statt neben dem Umspannwerk. Auch wenn Fachleute vor so vielen Starts und Wiedereintritten in die obere Atmosphäre warnen. 1 Million Satelliten, das wäre ein neuer Anblick am Himmel. Den Auftritt der Woche hatte dort aber der älteste Begleiter der Erde.
Der Termin aus der vergangenen Folge, der ist eingetreten. Am Mittwochabend, da zog die totale Sonnenfinsternis über Grönland, Island und Spanien. Auf dem spanischen Festland war das die erste Totalität seit 1905, über Island seit 1954, über Reykjavik seit fast 600 Jahren. Wir erzählen die Sonnenfinsternis als Raumfahrtgeschichte. Der europäische Wettersatellit MTG I1, der filmte den wandernden Kernschatten aus 36 Kilometern Höhe beim Lauf über die Iberische Halbinsel. Die NASA jagte den Schatten mit dem Höhenforschungsjet WB-57 und ließ zusätzlich Ballonsonden für Atmosphärenmessungen aufsteigen. Ja, und die ESA, die sendete live aus dem Observatorium Javalambre. Das Wetter, das spielte nicht überall mit. Über Island und Grönland, da schoben sich Wolken ins Bild. Nordspanien hatte freie Sicht. Unser Lieblingsbild, die ISS als winzige Silhouette im Transit vor der teilverdeckten Sonne. Ja, und der Kalender, der liefert nach. Schon am 2.8.2027 folgt die nächste totale Sonnenfinsternis, dann über Gibraltar, ganz südliches Spanien und Nordafrika. Bleiben wir im Nordatlantik, ein Stück südöstlich von Island, und zwar auf den Shetlands. Ja, vor 2 Wochen, da stand die deutsche Rakete RFA-1 dort erstmals komplett auf der Rampe. Seither wird sie zerlegt und untersucht. Jetzt ist klar, wie tief der Eingriff geht. Der Spaceport Saxeford, der hat das reservierte 5-wöchige Startfenster für August und September gestrichen. Und OHB-Chef Marco Fuchs, dessen Konzern ja die Mehrheit an der Rocket Factory Augsburg hält, sagt, die Ingenieure, die mussten die Tanks untersuchen. Die Rakete, die ging zurück in den Hangar und der Tank wurde geöffnet. Dazu haben wir diese Woche Neuigkeiten direkt von der OHB bekommen. Bei der RFA-1, da wurde eine Anomalie im Tank der ersten Stufe festgestellt. Nähere Informationen, die bekommen wir nach Abschluss der Untersuchung. Einen neuen Starttermin, den gibt's aktuell noch nicht. Ihr wisst, Raketen sind schwierig. Im August 2024, da ist der RFA ja schon einmal eine komplette R-Stufe beim Static Fire explodiert, so wie auch zuletzt bei Blue Origin. Genau das soll sich nicht wiederholen. Deshalb warten wir geduldig mit euch. Mich beruhigt da, wenn hier geduldig mit viel Sorgfalt gearbeitet wird, auch wenn wir am liebsten natürlich den Start morgen sehen würden. Wie eine Rückkehr nach so einer Untersuchung aussieht, das hat Japan am Montag vorgemacht. Um 21.23 Uhr unserer Zeit. Da startete nämlich eine H3 von Tanegashima und setzte Mikibiki 7 nach 29 Minuten im geplanten Transferorbit aus. Der erste Flug dieser H3-Version mit 2 Haupttriebwerken und 2 Feststoffboostern seit dem Fehlstart im Dezember. Für Kenner, der Typ heißt H322S. Der 4,9 Tonnen schwere Satellit soll Japans Navigationssystem komplett machen. 7 Satelliten, die auf geostationären und leicht geneigten Bahnen so kreisen, dass über Japan jederzeit 4 von ihnen hoch am Himmel stehen. Hoch genug für Empfang selbst in den engen Häuserschluchten der japanischen Megacities. Komplett ist das System damit aber noch nicht. Mikibiki 5 ging im Dezember verloren. Aktuell sind 6 der 7 Satelliten oben. Erst mit dem letzten wird dann aus der GPS-Ergänzung ein eigenständiges regionales Navigationssystem. Vor allem ist aber jetzt klar, warum der Fehlstart vom Dezember 2025 passierte. Damals ging der Vorgänger Mikibiki 5 verloren. Beim Abtrennen der Nutzlastverkleidung entstanden Stöße, die Satellit- und Nutzlastadapter beschädigten und einen Druckverlust im Flüssigwasserstoffsystem der Oberstufe auslösten. Der Flug jetzt am Montag war der 9. Flug der H3 insgesamt und der 7. erfolgreiche. Während Japan wieder fliegt, setzt der nächste Herausforderer sein Fahrzeug gerade zusammen. Der US-Raketenbauer Relativity Space hat die EON-A-Triebwerke auf der Schubstruktur der ersten Terran-A-Stufe installiert. Am Ende sollen dort 13 Stück sitzen, jedes mit umgerechnet rund 122 Tonnen Schub auf Meereshöhe. Zusammen knapp 1600 Tonnen. Alle Triebwerke, die haben ihre Abnahmetests bestanden. Parallel hat ein eigens gebauter Testartikel oder Testsystem der ersten Stufe die Strukturqualifikation abgeschlossen. 420 Druckzyklen, 62 Lastfälle bis an die Auslegungsgrenze und ein Druck von oben, der über 1900 Tonnen entspricht, während die Stufe innen unter Druck stand. Also so, als stapelt man rund 1400 Mittelklassewagen auf die aufrechtstehende Stufe. Die Struktur ist damit qualifiziert. Zwischen Qualifikation und Rampe liegt aber noch der ganze Rest. Geflogen ist von der Terran A bislang noch nichts. Und erst wenn Stufe und Triebwerke gemeinsam gezündet haben, wissen wir, wie nah der Erstflug wirklich ist. Apropos Triebwerke, damit zur Frage vom Anfang. Könnten Triebwerksprobleme bei der Langen Marsch 7 das chinesische Mondprogramm gefährden? Chinas nächste Mondmission, Chang'e 7, die steht dicht vor dem Start. Angepeilt war zuletzt der 24. August. Spätestens die erste Septemberhälfte. Die Mission, die soll ja erstmal systematisch nach Wassereis am Mond-Südpol suchen, dem Rohstoff, aus dem künftige Mondbasen, Trinkwasser, Sauerstoff und Treibstoff gewonnen werden könnte. Die Vorbereitung, die ist weit. Die Elemente der Trägerrakete Lange Marsch 5, die trafen im Juli zur Endmontage in Wencheng ein, ein Raumfahrzeugteil schon im April. Doch seit Montag hängt an diesem Termin ein Fragezeichen. Warum der Fehlstart daran rüttelt? Ja, die explodierte Lange Marsch 7A und die Lange Marsch 5, die nutzen in ihren Boostern
dieselben YF-100 Triebwerksfamilie. Beobachter halten deshalb eine Verschiebung um mehrere Wochen für möglich, bis die Ursache eingegrenzt ist. Einen offiziellen neuen Zeitplan gibt es noch nicht und zur möglichen Auswirkungen hat sich China auch bisher nicht geäußert. Kleid bekommen wir wohl erst, wenn die Untersuchungskommission ihre Daten ausgewertet hat. Womit wir beim Startkalender der vergangenen Woche wären und der begann genau nämlich dort in Wencheng am Montag, 10.8. Da endete der Flug Lange Marsch 7A nach 85 Sekunden, unsere Geschichte vom Anfang. Ebenfalls am Montag, 10.8. da brachte die H3 Japans Migi 7 auf den Weg, auch das hatten wir ausführlich besprochen, und die Starlink-Routine, die flog am Dienstag, 11.8. von Cape Canaveral sowie am Mittwoch, 12.8. von Vandenberg. Am Samstag, 15.8. folgte von Vandenberg noch ein geheimer Satellitenstart für die US Space Force, Nutzlast unbekannt. In eigener Sache, und diesmal suchen wir vielleicht wirklich dich ganz persönlich, das Senkrechtstarter-Team wächst nämlich weiter. Kannst du Videos schneiden und Animationen bauen? Dann werd unser neuer Cutter. Wir wollen dir künftig noch mehr Episoden liefern und dafür brauchen wir Verstärkung, die für Raumfahrt genauso brennt wie wir. Wenn du dich angesprochen fühlst, über den Link unter diesem Video freuen wir uns auf deine Bewerbung. Ja, und noch ein Thema, auf das ich mich freue. Nächste Woche präsentieren wir dir unsere neuen Mitgliedschaftsstufen. Kleiner Spoiler, mehr verraten darf ich nämlich noch nicht, aber ich freue mich jetzt schon darauf, dir die neuen Vorteile zu zeigen. Nur so viel, wer jetzt vorher schon beitritt, der behält seinen aktuellen Preis. Falls du also ernsthaft mit dem Gedanken gespielt hast, unabhängige deutschsprachige Raumfahrt-News zu unterstützen, ich würde jetzt beitreten. Für viele von euch ja das Wichtigste, jeden Sonntag die News-Folge einen Tag früher und komplett werbefrei. Ja, und du hältst damit genau die Berichterstattung am Laufen, die du gerade schaust. Dank dir. Ja, und während du vielleicht noch über deine Bewerbung als Cutter nachdenkst, hier, was sonst noch diese Woche passiert ist, und das in aller Kürze. Catalyst hat die Rotation seines havarierten Service-Satelliten Link weitergedrückt auf 1,47 Grad pro Sekunde. Verbraucht wurde dafür weniger als 100 Gramm Treibstoff über den Elektroionenantrieb. 2 der 3 Reaktionsräder, die bleiben ausgefallen, also die Schwungräder, mit denen sich der Satellit ausrichtet. Deshalb soll jetzt ein Update der Flugsoftware die Lageregelung wiederherstellen. Das Ziel steht unverändert. Link soll die Bahn des absinkenden Weltraumteleskopes Swift anheben. Alle Daumen sind da gedrückt. Der Stopp bei der Mondstation Gateway kommt bei den Zulieferern an. Der Lebenserhaltungsspezialist Paragon Space Development streicht 70 Stellen, nachdem Northrop Grumman den Vertrag gekündigt hat. Die fertige Technik soll aber weiterleben. Northrop verbaut Komponenten des Halo-Wohnmoduls in Demo-Mission für die wochenlange Südpolarnacht. Und MDA Space widmet den Roboterarm Canadarm3 vom Mondorbit auf die Oberfläche um. Der Vertrag über 1 Milliarde kanadischer Dollar bleibt dabei im Umfang unverändert. Europas sichere Internet-Satellitenkonstellation IRIS² geht in die Umsetzungsphase. Sie wächst dabei von 290 auf 348 Satelliten, 330 im niedrigen und 18 im mittleren Orbit, während das Budget von 10,55 auf rund 15,6 Milliarden Euro steigt. Erste Starts sind für 2029 auf einem europäischen Träger vorgesehen. Kurios am Rande, die Beteiligten nennen unterschiedliche Gesamtzahlen an Satelliten. Ja, die Differenz von 6 Satelliten liegt im mittleren Orbit. Ariane Space und ESA pausieren die Entwicklung von Icarus. Das ist die leichtere Kohlenfaserverbund-Oberstufe für die Ariane 6. Die Mittel, die fließen stattdessen in den Hochlauf der laufenden Ariane 6 Produktion. Icarus sollte mehrere Tonnen zusätzliche Nutzlast bringen und der Kern der nächsten Ausbaustufe Ariane 6 Evo werden. Aufgeschoben heißt hier also auch, Europas Schwerlastrakete bleibt vorerst bei ihrer jetzigen Leistung. Die Auswertung der Strahlenschutzweste Astro-Red liegt vor. Ohne Crew mit Phantom auf Artemis 1 zum Mond und zurückgeflogen, schützt sie bei einem Sonnensturm etwa so gut wie der stark abgeschirmte Schutzraum der Orion-Kapsel. Referenz ist der Sonnensturm von August 1972, genau zwischen Apollo 16 und 17. Entwickelt wurde diese Strahlenschutzweste von Stemred mit der israelischen Raumfahrtagentur und Lockheed Martin. Das zweite Messphantom an Bord kam vom DLR. Gemessen wurde der Ernstfall allerdings nie. Die Schutzwirkung stammt aus Modellrechnungen. Für künftige Mondcrews trotzdem ein gutes Ergebnis. Weste an- und weiterarbeiten statt stundenlang im Schutzraum ausharren. Blue Origin hat am Startkomplex 11 erstmals senkrecht geprobt mit einem Dummy der Oberstufe und einer Nutzlastverkleidung in Originalgröße. Getestet wurde Stapeln im Stehen, Windschwingungen und neue Führungen fürs Einfädeln. Grund ist die Umstellung nach der Explosion im Mai. Die New Glenn, die wird künftig liegend montiert, am Pad dann aufgerichtet und erst dort mit der Nutzlast verbunden. Nach 30 Jahren verlässt Astronaut Mike Finke die NASA. Mit 549 Tagen im All auf 4 Flügen liegt er in der Gesamtflugzeit aller NASA-Astronauten auf Platz 4. Dazu kommen 9 Außenbordeinsätze und 2-mal das Kommando über die ISS. Aufgenommen 1996 mit der 16. Astronautengruppe, flog er zuletzt als Pilot von Crew 11 und führte die Station als Kommandant der Expedition 74 bis Januar 2026.
Auch 549 Tage im Orbit beginnen immer mit einem Start. Also schauen wir auf die nächste Woche. Am Montag, 17.8. Da hebt eine Lange Marsch 2C aus Taijuan ab. Die Nutzer ist dies noch unbekannt. Danach gehört die Woche der Starlink-Routine am Mittwoch, 19.8. und am Samstag, 22.8. von Vandenberg. Dazwischen am Donnerstag, 20.8. von Cape Canaveral, mein Geburtstag. Danke an Clark, den Sponsor des heutigen Videos. Denkt dran, der günstigste Berufsunfähigkeitsversicherungsvertrag, das ist der, den man abschließt, bevor man ihn dann wirklich braucht. Link und Codes zur Clark-App findet ihr in der Beschreibung. Was für eine Woche! Chinas Arbeitspferd für die geostationäre Bahn zerlegt sich über Wencheng und stellt damit gleich die nächste Mondmission in Frage. Rocket Lab verschickt Startplätze künftig in Containern und eröffnet einen Standbein in München. Und über Island und Spanien hat der Mond der Sonne für ein paar Minuten die Show gestohlen. Und meine Frage von vorhin steht noch: Transparenz oder schnelle Ergebnisse? Was bringt die Raumfahrtprogramme schneller voran? Schreibt's in den Kommentaren. Und ja, wenn du es nicht verpassen willst, lass ein Abo da und aktivier die Glocke. Bis nächsten Sonntag. Immer schön säckig bleiben. Dein Mau.